Ja, hallo liebe Modellauto-Freunde. Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder eine besondere Sache vorzustellen, und zwar kam De Agostini auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich euch hier diesen VW T1 Modellbausatz von diesem schönen Samba-Bus euch vorstellen möchte. Da habe ich gedacht, klar, das ist ein schönes Projekt, stelle ich euch mal vor. Ja, das Ganze wird bereitgestellt von De Agostini und auch bezahlt. Daher, hier seht ihr irgendwo den Begriff Werbung. Ja, ihr könnt hier sehen, hier sind sogenannte Bauphasen. Das ist Bauphase Nummer 1. Hier hinten Bauphase Nummer 2. Ja, Reifen mit Bremsen und Felgen, wie man unschwer erkennen kann. Da kommen wir aber gleich zu. Und hier könnt ihr schon sehen, das ist die Front von dem T1-Bus. Und das ist eine ganz besondere Farbe, finde ich, oder Farbkombination. Rot mit weißem Top, ja, das sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Und ich würde sagen, ich stelle euch jetzt kurz mal vor, was da auf euch zukommt. Ich zeige euch mal kurz den Wagen als solches, beziehungsweise das Projekt. Und zwar hier mit diesem Begleitheft. Steht schon mal die Geschichte hier von dem Bulli mit drin. Und ihr wollt euch hier mal zeigen, die Features dieses Fahrzeugs. Hier, das ist eine, sag ich mal, ordentliche Geschichte. Ja. Wer übrigens De Agostini nicht kennt, das ist eine Firma, die seit 1959 solche Bausätze hier erstellt und vertreibt. Ich glaube, die meisten von euch kennen sowieso die Firma De Agostini, also ich denke schon, dass es jedem ein Begriff ist. Der ganze Samba-Bus hier ist im Maßstab 1:8, und er hat besondere Features, wie ihr sehen könnt, beleuchtete Vorder- und Rückleuchten, bewegliche Türen, logisch, mit Metallscharnieren, also man kann hier alles auch öffnen. Der ganze Wagen selber, der ist aus hauptsächlich Metall gefertigt, die Karosserie. Daher wiegt das ganze Teil auch 8 Kilo, also das ist kein negativer Punkt, sondern es ist positiv, weil das ist was richtig Wertiges in der Hand. Ja, es wiegt was, es ist aus Metall. Mir gefällt das immer ganz besonders gut. Das ganze Modell ist auch wenn es fertig aufgebaut ist, über 53 cm lang. Das ist natürlich auch ordentlich, das ist richtig groß. Ne? Dazu hat er hier ein faltbares Dach, das ist wie im Original nachgemacht. Und hier oben noch Gepäck und eine Leiter. Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, meiner Meinung nach. Und ich freue mich auf jeden Fall, den Wagen zusammenbauen zu können. Hier könnt ihr nochmal die Features im Einzelnen sehen. Ja. Hier, Rückbank ist auch umklappbar. Und solche Details hier, wie der Tankdeckel mit dem VW-Logo, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich würde euch jetzt hier mal zeigen, wie man das Ganze zusammenbaut. Wenn ihr doch sagt, nein, das möchte ich selber machen, ich möchte einfach jetzt nur mal gucken, wo kann ich das herkriegen, geht auf die Seite, hier eingeblendet, von De Agostini. Dort könnt ihr euch informieren und euch darüber kundig machen, wie ihr das Projekt bekommt. Tut mir nur einen Gefallen, gebt bei der Bestellung den Code VWDE an. Da bekomme ich kein zusätzliches Geld, sondern da weiß De Agostini, dass ihr von meinem Kanal kommt. Und das wäre natürlich sowohl für mich als auch für euch dienlich, weil in Zukunft ich noch weitere schöne Projekte für euch vorstellen kann. Ne? Insofern würde ich euch darum bitten, falls ihr das macht, dass ihr das dort mit angebt. Code VWDE. Ja, Abonnenten bekommen hier auch Geschenke, hier so ein zwei 1:43 Modellautos vom T1 und T2-Bus, finde ich schon eine schöne Sache. Eine Metall-VW-Tasse und hier 3 Poster und so ein Werkzeugkasten, der ist nicht ganz unwichtig, weil wir im Verlaufe dieses ganzen Projektes ja noch Schrauben und alles brauchen. Und die kann man da drin lagern. So, also wie gesagt, das sind 2 Bauphasen mit 2 jeweils Begleitheften dabei. Ja, die Begleithefte sind so aufgebaut, dass im Prinzip da immer geschichtsträchtige Sachen drinstehen. Ja, hier zum Beispiel, dass der erste Prototyp hier von der Käferkarosserie im Prinzip als Untergrund hergedient hat, was aber dann nicht funktioniert hat. Ja, das steht alles hier drin. Das wusste ich selber noch nicht. Ne? Auch hier, dass der Motor im Heck ist, gut, das wusste ich natürlich und das ist ja auch bekannt wie beim Käfer. Ne? Auf jeden Fall sehr interessante Sachen stehen drin, bei jedem Heft. Also ich würde sagen, danach seid ihr bestimmt Profis, was das angeht. Und hier sehen wir schon, hier kommt es zu den Bauabschnitten. Ja, hier steht drin, was immer jeweils dabei ist in den Inhalten. Ja, also hier die Front und das VW-Logo sind hier auf jeden Fall dabei, plus eine kleine Schraube. Da könnt ihr euch schon mal vorab informieren, was drin sein muss, und falls was fehlt, hilft euch bestimmt De Agostini auch nach. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal den Bauabschnitt Nummer 1 und die 2 und wir können sehen hier, wir sollen das Logo auf die entsprechende Vorrichtung draufschrauben, logischerweise, so dass es zum Schluss so aussieht. Ich denke, das bekommt jeder hin, also wenn ich es hinkriege, bekommt ihr es allemal hin. So, ich mache dazu jetzt hier mal auf. So, ich habe das Ganze ausgepackt und ich wollte euch nur kurz zeigen, hier ist das Teil, das ist aus Metall, das finde ich sehr gut. Und wir tun das VW-Logo hier
einfach hier draufstecken, ne? Und wir tun das einfach jetzt hier festschrauben. Praktischerweise ist in Phase 2 der Schraubenzieher gleich mitgeliefert. Magnetisch, wie ihr sehen könnt, ist er auch. Das ist natürlich sehr praktisch, gerade bei diesen kleinen Schrauben. So Freunde, hier ist das VW-Logo befestigt und das sieht ja schon mal halbwegs wie ein Bus aus, oder? Fehlt natürlich noch einiges. Aber das geht schon mal in Ordnung. Wie gesagt, Metall ist sehr gut. So, ich denke, wir schauen uns mal die zweite Bauphase an. Auch hier wieder, ja, spannende Geschichten. Ja, Luxus auf 4 Rädern. Finde ich ja übrigens sehr, sehr schön. Ne? Hier das Bild. Ja, ist zwar vor meiner Zeit gewesen, aber wahrscheinlich war das schon ein cooles Gefühl. So, hier mitgeliefert. Ein Reifen, Felge, Radkappe, Bremse, Bremstrommel, ja, eine Narbe, Schrauben und natürlich der Schraubenzieher. So soll das Ganze draufgesteckt werden, schrägstrich geschraubt. Und hier die Anleitung, die ist eigentlich selbsterklärend, sage ich mal, ja. Die einzige Sache, die man beachten soll, ist der Reifen, der soll erhitzt werden, ja, entweder im heißen Wasser oder hier mit dem Föhn. Allerdings Vorsicht, Leute, ja, nicht zu warm, sonst ist das Ding geschmolzen, ne? Logisch. Und dann ist er etwas weicher und dann kann man draufziehen. Ich werde das jetzt erstmal probieren, ob es vielleicht auch so geht. Ich glaube nicht, aber ich probiere es trotzdem erstmal. So. Also Schritt 1. Die Felge in den Reifen stecken. Ja, hier ist das Teil. Ordentlich groß, ja, auch sehr hart. Und die Felge, auch hier, Metall, ne? Sehr gut. Und ich denke schon, das wird so nicht funktionieren. Ne, das funktioniert nicht. Ich weiche den Reifen jetzt mal ein, beziehungsweise tue ihn mit dem Föhn bearbeiten und dann sehen wir uns gleich mal wieder. So Leute, ich habe den Reifen jetzt hier ein bisschen erhitzt, ja, der ist etwas biegsamer und ich versuche das jetzt hier so, wie in der Anleitung steht, reinzudrücken. Ja. So, also ich hoffe, ihr habt was gesehen. Etwas friemlich, sage ich mal, aber jetzt nicht frustrierend, aber unbedingt mit dem Föhn, ja, ich habe das mit dem Föhn gemacht. Ein bisschen vorlüften bzw. vorwärmen, das ist wirklich, sonst ist das zu schwer, ja, also der Gummi ist direkt zu schwer und der härtet sich jetzt auch selber wieder aus, ja, steht im Heft drin und ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig drauf gemacht. Der Reifen mit der Felge ist fertig, gucken wir mal den nächsten Schritt an. So, wir sollen die Bremstrommel, ja, also das hier in den Reifen einfügen, ja, hier sind so Stifte drin, könnt ihr sehen. Und da legen wir das Ding einfach jetzt rein. Hier müsst ihr aufpassen, also bei mir ist es so, dass der Stift hier etwas größer ist als der hier. Also setzt es richtig rum rein. Ja? So, jetzt soll die Narbe hier, die übrigens auch aus Metall gefertigt ist, mit der Bremse hier verbunden werden. Ja? So, hier unten ist Loch. So, hier rein. Ja? Das haben wir auch gemacht. So. Und jetzt Narbe mit Hilfe der Schraube von der Außenseite des Rades befestigen. Praktischerweise schon vorbereitet. Ja, kann noch ein bisschen fester. So. Prüfen, ob das Rad sich dreht, während ich die ganze Sache hier unten festhalte. Ja, scheint so. Ne? Das funktioniert und wir gucken zum letzten Schritt. Natürlich die Felge, die verchromte, auf den Reifen aufsetzen und das Ganze hier ist mit Magneten verbunden. Ja? Das finde ich natürlich sehr praktisch und wir machen es drauf. Zack. Und es hält fest. Noch ein bisschen rumdrücken. Und der Reifen ist fertig. Ja, somit haben wir den Bauabschnitt 1 und 2 beendet. Und ich sage mal so, das Ganze hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ne? Also wie gesagt, wenn ich das kann, dann könnt ihr das alle mal. Und ich habe jetzt direkt Bock eigentlich weiterzubauen. Kann euch also nur empfehlen, das macht Spaß. Ja, wenn ihr euch für dieses Auto interessiert, geht bitte auf die Webseite. Ja, Link ist unten in der Beschreibung bzw. hier eingeblendet. Gebt den Code VW.de ein. Da weiß der Agostini Bescheid, dass ihr von mir kommt. Ich habe dazu kein zusätzliches Geld. Ja. Und selbst wenn, ihr könnt mir auch mal was gönnen. Insofern würde ich sagen, war es das jetzt. Ich zeige euch nochmal die Features zum Schluss. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.